In Ordnung, Sarah. Ich stimme der Ehe unter einer Bedingung zu. Wenn er seinen Vater überzeugen kann, dann kannst du ihn heiraten. Vielen Dank, Papa. Ich werde dich nicht enttäuschen. Papa, ich möchte mit dir reden. Hast du einen Moment Zeit? Ja, mein Sohn. Ich höre dir zu. Ist alles in Ordnung? Ich möchte Sarah heiraten. Wir werden Sarah morgen besuchen. Wovon redest du? Möchtest du Sarah wirklich heiraten? Bist du dir ganz sicher? Das ist eine wichtige Entscheidung. Ja, Papa. Ich möchte sie heiraten. Sie ist ein gutes Mädchen. Sie ist nicht gierig. Du musst morgen dorthin fahren. Du wirst mit Sarahs Eltern sprechen. Ich hoffe, du wirst mich nicht enttäuschen. Wirst du mich unterstützen? Wirst du Sarah akzeptieren? Natürlich, mein Sohn. Ich akzeptiere Sarah. Du bist meine ganze Welt. Ich werde mit dir gehen. Wirklich? Ich freue mich so, das zu hören. Ich werde dich immer unterstützen. Du kannst Sarah heiraten. Danke, Papa. Ich werde es Sarah erzählen. Gute Nacht. Ich werde dieses arme Mädchen nicht akzeptieren. Ich bin Multimillionär. Du kannst sie nicht heiraten, Peter. Ich muss einen Weg finden, diese Hochzeit zu verhindern. Mir gefällt dieses Bett, Sarah. Das Sofa ist auch sehr gemütlich. Danke, meine Tochter. Das Haus sieht jetzt wunderschön aus. Ich wollte, dass heute alles perfekt aussieht. Guten Abend zusammen. Was ist hier los? Woher habt ihr dieses neue Bett? Ich habe heute mein Gehalt bekommen. Ich habe ein Bett und auch ein Sofa gekauft. Gibt es einen besonderen Anlass? Wer kommt? Deine Schwester hat einen Heiratsantrag bekommen. Kennst du Peter? Er will Sarah heiraten. Ja, ich habe ihn schon einmal getroffen. Er ist ein guter Junge. Ich freue mich so für dich, Sarah. Danke, Bruder. Du musst mir helfen. Kannst du Lebensmittel einkaufen? Ich werde die Einkäufe erledigen. Wann kommen Sie? Sie kommen morgen. Wir müssen dieses Haus sauber machen. Keine Sorge. Alles wird rechtzeitig fertig sein. Hallo, Sarah. Was machst du gerade? Nichts. Ich habe gerade das Wohnzimmer geputzt. Ich habe mit meiner Mutter über dich gesprochen. Meine Familie steht hinter mir. Sie freuen sich sehr für uns. Ich habe auch mit meinem Vater gesprochen. Er wird mich unterstützen. Wir werden morgen kommen. Wirklich? Ich kann es kaum glauben. Ich bin so glücklich, dass dein Vater mich akzeptiert. Mein Vater liebt mich sehr. Wir werden bald heiraten. Niemand kann uns trennen. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Bis morgen. Bitte, hol mich hier raus. Ich kann hier nicht länger bleiben. Ich kann deinen Schmerz verstehen. Ich werde dich bald hier rausholen. Ich werde mit Peters Vater sprechen. Er kann mir in diesem Fall helfen. Meine Anwältin gibt ihr Bestes. Alles wird gut werden. Ich werde Sarah nicht verzeihen. Sie muss für alles bezahlen. Sie hat mein Leben zur Hölle gemacht. Eines Tages wird sie es bereuen, Mama. Beruhige dich, Liebling. Ich möchte keinen Ärger.
Rache wird nichts lösen. Papa, bist du bereit? Wir sollten jetzt gehen. Ja, mein Sohn. Ich bin bereit. Ich freue mich sehr für dich. Du siehst umwerfend aus, Sarah. Du bist meine Prinzessin. Gott segne dich. Es tut mir leid, Sarah. Ich muss zur Arbeit. Ich kann mir heute keinen freien Tag nehmen. Bis heute Abend. Viel Glück. Ich verstehe das, Bruder. Pass auf dich auf. Ist das Sarahs Haus? Wohnt sie wirklich hier? Ja, Papa. Sie wohnt hier. Sie ist ein gutes Mädchen. Oh nein. Wie konnte ich dieses Geschenk vergessen? Wovon redest du? Was für ein Geschenk? Ich habe eine Diamantkette für Sarah gekauft. Sie liegt in meinem Schrank. Kannst du bitte nach Hause fahren und die Kette holen? Bitte, Peter, du musst sofort los. Ich bleibe hier. Aber ich möchte Sarah treffen. Sie wartet auf mich. Bitte, Peter, du musst die Kette holen. Ich werde inzwischen Sarahs Familie kennenlernen. Okay, Papa. Ich komme so schnell wie möglich zurück. Ich fühle mich geehrt durch Ihren Besuch hier. Das ist meine Mutter, und das ist mein Vater. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr. Sarah spricht sehr viel über Sie. Ich bin Sarahs Vater. Bitte setzen Sie sich. Ich werde mich auf keinen Fall hier hinsetzen. Mein Anzug ist sehr teuer. Ich befürchte, er wird hier schmutzig. Wo ist Peter? Er sollte hier sein. Er wird bald hier sein. Er möchte dir eine Diamantkette schenken. Peter weiß, dass du teure Dinge und Kleidung magst. Wovon reden Sie? Ich mag keine teuren Dinge. Hör auf, so dramatisch zu sein. Du wohnst in einem Mietshaus. Du bist ein armes Mädchen. Mein Sohn liebt dich nicht. Für wen hältst du dich eigentlich? Sie können meine Tochter nicht beleidigen. Meine Tochter ist kein gieriger Mensch. Halt den Mund, alter Mann. Du warst Hausmeister. Ich hasse arme Menschen. Mein Sohn ist unschuldig. Deine Tochter hat meinen Sohn in die Falle gelockt. Wie viel Geld willst du? Ich werde dir Geld geben. Halte dich von meinem Sohn fern. Du kennst mich noch nicht. Du bist gefeuert, Sarah. Du verdienst es, einen Hausmeister zu heiraten. Deine Mutter ist eine Haushälterin. Jetzt reicht es. Meine Tochter macht mich stolz. Wie können Sie es wagen, meine Tochter zu beleidigen? Ihr Sohn hat Sarah einen Heiratsantrag gemacht. Er wollte sie unbedingt kennenlernen. Ich kann Ihre gehässigen Worte nicht länger ertragen. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu sprechen? Du solltest deine Tochter unter Kontrolle halten. Ich mag euch alle nicht. Ihr seid arme Leute. Ich werde deine Tochter nicht akzeptieren. Ich lehne deine Tochter ab. Du kannst nicht meine Schwiegertochter werden, Sarah. Deine Mutter ist eine arme Haushälterin. Bitte, seien Sie still, Herr. Sie haben kein Recht, meine Mutter zu beleidigen. Meine Mutter ist die beste Mutter der Welt. Ich dachte, Sie wären ein Gentleman, aber ich habe mich geirrt. Ich werde Ihre gehässigen Worte nicht länger dulden. Ich will dein Gesicht nie wieder sehen. Triff meinen Sohn nie wieder. Du verdienst einen armen Jungen. Du solltest dir einen Hausmeister suchen. Halt den Mund. Verschwinde aus meinem Haus. Meine Tochter wird deinen Sohn nicht heiraten. Du wirst meine Tochter nicht länger demütigen. Du lebst an einem schrecklichen Ort. Du bist eine arme Kakerlake. Du bist ein nutzloser und wertloser Mann.
Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.